In diesem Video geht es um meine Planung für das Überwintern, mein Leben als Single und über die nächsten Videos. Herzlich willkommen auf dem Ralf Maar Magazin. Natürlich plane ich und mache mir sehr viele Gedanken über mein Überwintern und wohin es geht. An der Flagge seht ihr, bei mir läuft es immer wieder im Moment auf Portugal aus. Und da, genau, das sind die Farben der Algarve, ein Überwintern an der Algarve. Wenn ich auf diese Urlaubsplattformen gehe, es gibt ja da eigentlich im Moment nur eine, die 8 Wochen Urlaub anbieten, also bis zu 8 Wochen. Irgendwie verweist mich der Suchalgorithmus dann immer wieder nach Portugal, und zwar an die Algarve. Da gibt es dann auch nur zwei Orte, einmal Portimão und einmal Tavira. Und ja, die Angebote sind natürlich schön, vor allen Dingen vom Preis her. Da kann ich dann im Winter vielleicht auch mal am Strand sitzen, eine Cataplana genießen, einen leckeren Wein. Gefällt mir natürlich gut der Gedanke, aber seltsam ist das schon. Es gibt ja noch so viele andere Orte wie Albufeira, Lagos und so weiter an der Algarve und gibt natürlich auch noch viel mehr Städte und Regionen in Portugal. Ja, vielleicht liegt das auch wirklich an den finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, die ich natürlich auch als Filter eingebe. Und ich bin natürlich Alleinreisender. Alles spielt wahrscheinlich dann eine Rolle, dass ich immer wieder in Portugal lande. Der Gedanke gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Warum nicht? Und so ein Langzeiturlaub an der Algarve. Wetter ist schöner als hier in Mönchengladbach im Winter. Ich bin am Meer. Bei der einen Anlage in Portimão bin ich zentrumsnah. Da sind es ein paar Minuten, also 10 Minuten, glaube ich. Da steht man nach einem Spaziergang am Meer. In Tavira liegt die Anlage direkt am Meer. Also es ist auch die Gemeinde Tavira. Und ja, da bieten sich natürlich auch viele Ausflüge nach Spanien an, nach Huelva oder Sevilla. Aber noch ist es nicht so weit. Ich bin in der Planung, habe auch wieder mal nach längerer Zeit auf einer Plattform für digitale Nomaden nachgesehen. Da habe ich dann ganz viele Orte und Länder gefunden, wo man preiswert für längere Zeit leben kann. Aufgefallen ist mir da Santa Catarina in Brasilien. Da wurden die Lebenshaltungskosten in einfachen Hotels, Posadas, Apartments mit allem drum und dran um die 650 € angegeben. Allerdings kommt natürlich dann der Hin- und Rückflug hinzu und Fernflüge sind im Moment sehr teuer. So ungefähr ist das in Portugal auch für 8 Wochen, so um die 700 €. Allerdings muss ich dann noch mich verpflegen, aber das ist kein Problem an der Algarve. Da gibt es überall Aldi und Lidl. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Da gibt es ja auch noch jede Menge große und kleine Restaurants.
Mit der Sprache habe ich ja nicht so das Problem. Da komme ich klar. Schön ist es, dass ich einfach so darauf losplanen kann. Das ist natürlich das Leben von einem Single. Ich muss mich mit niemandem absprechen, wann es losgeht, wohin es geht, sondern ich kann einfach planen. Der Nachteil ist, wenn ich vor Ort keine Kontakte knüpfen kann, wie mir das in Brasilien passiert ist, damit meine ich meine Landsleute, dann kann es natürlich auch ein bisschen schwierig werden, weil die Portugiesen, das weiß ich war ja schon an der Algarve und in Portugal, sind da ein wenig zurückhaltend. Und da kann es natürlich, wenn das Wetter schlecht ist über Tage, ein bisschen einsam im Apartment sein. Aber ich habe ja WhatsApp, ich werde viele Videos machen, viele Beiträge für meinen Blog schreiben. Da geht die Zeit natürlich auch schnell um. Ist das Wetter schön, bin ich natürlich unterwegs. Alles hat Vor-, alles hat Nachteile. Ja, mal sehen, vielleicht lerne ich ja an der Algarve eine neue Partnerin fürs Leben kennen. Man weiß es nicht. Einfach abwarten. Was ich machen werde, wenn ich denn gebucht habe, wenn das alles steht, im Moment sieht es so aus, einmal 6 Wochen und einmal 8 Wochen, zügig hintereinander. Zwischendurch bin ich ja dann circa eine Woche zurück in Deutschland, und zwar für das Weihnachtsfest und für Neujahr. Und Anfang Januar geht es dann direkt wieder zurück. Im Moment ist es ja nach Portugal. Und dann komme ich Anfang März zurück nach Deutschland. Wenn sich da finanziell was ergeben hat, fliege ich auch gerne nochmal los und komme dann im Mai zurück. Warum nicht? Bin ja reisefreudig und würde mir natürlich unfassbar gut gefallen. Ja, ich habe jetzt viele Videos wieder vorbereitet über Mallorca, Brasilien, Algarve, Thailand. Meine Fußballtipps, die kommen jetzt auch. Ich habe jetzt Sporting Club Farense. Das ist ein Club aus Faro. Die spielen erste portugiesische Liga. Und RCD Mallorca aufgenommen, die ich zusätzlich zu Borussia Mönchengladbach und Sportrecife tippen werde. Natürlich gibt es auch in diesen Videos dann immer wieder kleine Empfehlungen von mir. Wenn ich dann vor Ort bin, werde ich natürlich auch ins Stadion gehen, wenn ich denn eine Eintrittskarte bekomme. Denn das Stadion in Faro von Farense hat nur 12.000 Plätze und wie ich gehört habe, sind die Karten ganz schnell immer vergriffen. Aber ich werde es versuchen. In Recife habe ich es ja auch geschafft, ins Stadion zu kommen von Sport. Damals die Ilha do Retiro. Natürlich unfassbare Stimmung, Leidenschaft pur für den Fußball. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin ja schon lange ein Fan von Sportrecife. Und natürlich, die Raute ist mir seit meiner Geburt im Herzen. Ich bin ja hier am Niederrhein geboren. Das wird alles noch demnächst in weiteren Videos veröffentlicht werden von mir. Dazu die üblichen Videos über Unwetter, Wohlfühlen, Kochen werde ich nochmal planen. Natürlich gibt es auch Rezensionen. Und mal sehen, wohin der Weg geht mit meinem YouTube-Kanal. Mir macht das große Freude, auch wenn ich bisher nur 38 Follower gewinnen konnte. Mal sehen, wie es in 1, 2, 3 Jahren aussieht. Vielen Dank für den Besuch auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal.